Hallo zusammen, ich durfte heute mal mein Ciao mitnehmen. Wir machen heute etwas an dem. Ja, vor etwa einer Woche habe ich gedacht, jetzt wollte ich mir wieder mal ein richtiges Spassmobil bauen. Nein, der Sili gefragt, hey Sili, hast du mir ein Ciao? Der hat gesagt, ja sicher, komm, ich habe noch eins. Und ich gesagt, ja, ich zahle nichts, aber ich nehme es. Auf jeden Fall habe ich das bekommen. Dann, natürlich mit Vario, geile Sache. Sito Plus, ja, und das ist es eigentlich schon. Vorne habe ich ein Malossi Vario drauf und hinten ist noch original. Eben, wie gesagt, günstig war es, aber hat mir natürlich nicht erzählt, dass da ein sehr kurzes Vario-Getriebe drin ist. Darum, unten raus hat er jetzt Dampf wie ein Mohren, aber oben raus geht es mir noch ein bisschen zu wenig. Darum wollen wir heute ein Malossi-Getriebe einbauen, ein 1:8er. Jetzt werde ich aber einfach mal herausfinden, was jetzt für eins drin ist. Dann machen wir heute die Testfahrt, dass ihr auch seht, wie das läuft. Mit dem Originalen, als wir einen Vergleich haben. Gut, zum Schauen, was wir für eins drin haben, nehme ich einfach schnell den Seitenschutz ab. So. Jetzt, zum Testen, müssen wir das Rad drehen und schauen, wie manchmal sich der Vario dreht, indem sich das Rad einmal dreht. Heisst, wir haben nachher einen Wert von 1 zu irgendetwas. Heisst, einmal dreht gleich wie viel dreht. Und dann mache ich mir auch hier oben eine Markierung. Hier zähle ich zählen. Gut, jetzt mache ich hier auf meinem Pneu mache ich einen Strich mit dem Filzstift, dass ich oben in der Mitte bin und jetzt fange ich an zu drehen. Drück mal runter. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kopfteil ist 15er. Ja, die Hure ab. Heiland Donner, das kann nicht sein. Eben, jetzt haben wir hier ein 15er Getriebe drin. Heisst, wenn ich dann das 8 rein tue, dreht er hier nur 8 Mal, wenn das Rad einmal dreht hat. Heisst, also wir sind fast das Doppelte schneller mit der Umdrehung des Getriebes. Knapp, aber fast. Dementsprechend sollte es ein bisschen schneller laufen. Ich bin gespannt auf das Ergebnis, aber jetzt gehen wir zuerst noch so gut testen. Gut, ich lege den Helm an, GPS an und dann drücke ich mal ab. Denke daran, auch bei den Testfahrten immer Seitenschutz dran. Ist wichtig, weil es den Vario, den Wandler kann verklepfen kann. Wandler, wo mir ist nicht der Nase. Der kann Boccia. Der hat hure Bock, der hat hure Schreis. So, ich habe mir jetzt hier den Scooty-Helm geschnappt, wo diese zwei Gielen schon drin geschwitzt haben. Jetzt muss auch irgendeinen anlegen. Gut, der sitzt. Dann lassen wir den Hobel an. Ganz easy, wenn man es gut macht. Ui. Du musst entsperren. 44. 44? Räudig. Wollen wir mehr? 44. Bin ich schon noch ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt gehen wir rein. Jetzt machen wir das andere Getriebe drunter. Malossi. Er hat schon wieder Bock. Ja, hure. Sili hat sich gemeldet, er hilft mir. Geile Sieg. Merci vielmals. Sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Das wird sonst einfach wirklich nichts hier. Heute. Was machen wir? Seitenschutz wegnehmen? Ich nehme den Auspuff weg. Und jeder, der jetzt sagt, den Auspuff kannst du dran lassen, natürlich kann man das, aber das ist echt scheisse. Ah, das ist der importierte Italiener, gell? Ist gar kein Schweizer Modell. Was wollte er noch sagen? Nein, Spass. Das ist wirklich ein Schweizer, ich kann es schon schnell auf der Kamera noch zeigen. Ich bin auch Italiener, das spielt auch nicht so eine Rolle. Ja, gleich Freude. Bist du auch importiert? Ja. Boah, das ist ein Scheiß. Warum machen wieder jeder Scheiß? Ja, wenn ich den Scheiß machen würde, müsste ich wieder in Export, oder? Hat die nichts gereut, he? Originale Sito. Gut, das gefällt mir. Was, das hat Drecksbüte machen? Ja. Du, Was kann ich noch machen, Chef? Ja, vielleicht den Riemen wegnehmen. Ah. Also ich weiss nicht, in welchem Film du lebst. Was fliegst du schon Velo? Stinkt. So. Ein neuer Pneu wäre auch kein Scheiß. Oh ja. Eben, jetzt für die den Abzug nicht, den Spezialschlüssel nicht haben, für hier den Freilauf wegzunehmen, dann könnt ihr hier einfach die Rohrzange nehmen, Komm, ich hab das. die ein bisschen auftun.
Und dann weiss ich jetzt nicht, ob ich es auf dieser Höhe drücken will. Natürlich nicht. Dann gehen wir hier einen Boden und dann tut er einfach mit der Rohrzange anlösen. So. Kräftiger Bursch. Krank. Und dann könnt ihr den von Hang fertig abschrauben. Hast du Die Dreiecksplatte haben sie auch verkehrt montiert, aber die hat sich gerade verabschiedet von lauter Gewalt. Aber ich habe vielleicht noch eine. Ich habe auch sogar noch eine QACNC. Wäre geil. Die haben wir hier mal reinschauen. Jetzt haben wir hier das Getriebe draus, wir gehen jetzt mit diesem Schraubstock und ich habe dort ein spezielles Werkzeug. Ich zeige euch das jetzt gerade mal. Nein, ich könnte euch das eigentlich jetzt zeigen. Wenn ihr das voneinander nehmen wollt, ohne dass euch das alles aus den Händen geht, dann macht ihr so ein Röhrchen mit so einem Halter dran. Tut das so da drüber. Machst Augen. Zeig. Und dann schraubt ihr das hier wieder an. Und dann könnt ihr mit dem so in den Schraubstock und dann, wenn der Deckel wegnimmt, kommt euch nicht alles entgegen. Nur so ein kleiner Tipp nebenbei. Eben, wie schon gesagt, jetzt hier könnt ihr das sehr, sehr gäbig einhängen. Und dann hat sich das hier mehr oder weniger still. Das ist sehr, sehr praktisch. Der Niki braucht davon mal seine Bremstrommel raus. Der will sich auch drücken vor dem Getriebe von anderen. Ich verstehe es. Oh, ich bin dran. Jetzt müssen wir grobe Geschütze auffahren. Hier. Wichtig, wenn ihr Probleme vermeiden wollt, wenn ihr alle originalen Distanzscheibchen noch habt oder findet, nehmt die Originalen. Musst du die Lager wechseln? Gern. Gut, Niki sein Getriebe auf Nikos Kundenwunsch revidiert. Jetzt kommt das Malossi-Getriebe. Also ja, ich habe noch eine rote. Ich hätte lieber eine blaue. Ja, leider kein Wunschkonzert. Ja. Die war auf meinem Legendenschau dort oben. 3 Jahre lang, aber die ist noch wie neu. Gut. Der Silly hat mir hier unter die Arme gegriffen. Ich selber hat es nicht geschafft. Der hat das heute revidiert. Hure geil. Bruder, du bist so dumm. Was? Du hast das Getriebe schon rein da, gell? Ja. Und Zimmering hingen? Oh. Mua. Du bist ja nicht im Bild, siehst du das? Ja, ich sehe es. Wir haben leider keine Kameramann, wenn du Kameramann bist, bewirb dich. Ja, nein, es ist geil, jetzt haben wir das drin. Wir schrauben jetzt da rein. Wir nehmen sicher 2-3 Sequenzen auf, leider nicht alles. Wichtig, Velogang testen. Hoffen wir es. Hoffen wir es, sonst nimmt der Niki daheim das wieder raus. Und Öl dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht noch kurz zum Sagen, wegen dem Ölfüllstang ist es so, wenn das Rad gerade steht, muss es genau zur Ölablassschraube auslaufen. Da ist genug drin. Wer läuft? Ich. Geil sicher. Gut. Schau uns drin. Wir wollen die Hebebühne runter. Schauen mal, ob er läuft. Wenn er läuft, zeigen wir es mit GPS. Und dann seht ihr, ob es sich rendiert. Ich habe das Gefühl, unsere Also ein Teststrecke Getriebe. ist zu kurz für das lange Getriebe. Ja, aber du kannst jetzt weiterfahren. Vorher hat er ausgedreht. Ja. So, Trog und zurück. Mal schauen, was er aus diesem Hobel rausdreht. Ich bin richtig gespannt, was jetzt das Uhrengetriebe ausmacht. Ist gut. Gut, besser, ja.
schneller. Mal schauen, Aber Gewicht ist schon noch nicht so... Ja, das Gewicht ist noch nicht optimal, aber ich denke, es gibt schon ein bisschen etwas mehr. Was haben wir vorhin gehabt? 44, gell? 44. Da kommt Werbung. 59. 59. Groben Unterschied. Für das, was es noch nicht abgestimmt ist mit dem Gewicht, absolut zufrieden. Geil. Also, vielleicht kurz, um das Video ein bisschen abzuschließen. Es ist ja darum gegangen, rendiert sich ein 1:8 oder irgendein Vario-Tuning-Getriebe. Wie gesagt, es gibt natürlich, ja, es gibt so verschiedene Hersteller und es gibt natürlich auch original schon schnellere. Aber wenn ihr jetzt im Fall seid vom armen Niki und seid abgezogen worden und ein kurzes Getriebe habt, oder wenn ihr das einfach nicht wettet, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr nicht das ganze Vario-Getriebe kaufen müsst, dass ihr einfach nur die Innereien kaufen könnt. Jetzt in seinem Fall ein Malossi, das gibt es alles in verschiedenen Übersetzungen. Genau, und darum, um die Frage abzuschließen, lohnt sich ein schnelleres Getriebe. Hat sich jetzt schon gelohnt, ohne abzustimmen. Hat sich jetzt schon gelohnt. Plus, ihr müsst nicht wissen, es kommt noch das ein oder andere raus mit Abstimmen von den Gewichtchen. Ich glaube, das zeigen wir. Plus, sie sagen, der läuft noch ein bisschen zu fett im Rauch an. Also, da könnte man dann vielleicht sogar noch abstimmungsmässig etwas rausholen. Aber schon gut, wenn alles Zylinder so neu ist, ja, das Zeug nicht zu mager läuft. Das zeigen wir sicher noch. Der Niki hat schon richtig Bock. Fast wie das Ciao beim Malo. Das sind richtig. Darum, ja.